So Leute, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Das ist aus einem alten Werbespot für die Sparkasse, in dem so zwei Klischeetypen ihre Besitztümer vergleichen. Und wie geht es dir, wenn du an deine alten Freunde denkst? Vergleichst du dich, wer es weitergebracht hat, wer mehr Erfolg hat? Ja, in dieser Falle habe ich auch mal festgesteckt. Aber ich bin raus aus dem Spiel. Ich erzähle dir gleich warum. Erstmal, ich werde hier nicht über soziale Medien herziehen, die uns das Leben der anderen so real vor Augen führen, dass man sich dabei leicht ganz klein und unbedeutend fühlen könnte. Aber das liegt nicht an Instagram. Möglichkeiten des sozialen Vergleichs gab es immer schon. Man muss nur an die Home Stories in der Klatschpresse denken, in Print und in TV, weit bevor es das Internet gab. Es liegt an dir und das ist gut, denn das kannst du ändern. Die Medien, so wie sie andere befüllen und benutzen, das kannst du nicht ändern. Und auch keiner der Menschen, die in den sozialen Medien eine große Gefahr sehen. Reden wir heute darüber, was es heißt, sich zu vergleichen. Stell dir vor, du bist Sportler. Du läufst in einem Wettbewerb mit, irgendwo in der Natur. Aber anstatt auf dich zu achten, darauf, wo du gerade langläufst, die Strecke, die Beschaffenheit des Untergrunds, wie du deine Kraft einteilst, wie du deine eigene Geschwindigkeit findest, anstatt das zu tun, schaust du ständig zu den anderen, wo sie gerade sind, ob sie gerade einen Sprint einlegen oder gerade langsamer machen. Und was passiert dann? Du wirst verlieren, weil du dich nicht voll auf ganz auf dich fokussierst, auf dein eigenes Tempo, auf deine eigenen Kraftreserven. Also, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen, im Privatleben wie im Business, dann führt das zu einem Disconnect mit unserer Kraft. Es raubt uns die Freude, es lenkt uns von unseren Zielen ab. Es führt zu einem Gedankenkarussell, das sich immer langsamer, das sich immer unproduktiver werden lässt. So, jetzt lass uns aber nicht zu lange an diesem dunklen Ort bleiben, denn du willst ja wissen, wie du aus diesem Muster rauskommst. Denn darum geht es in unserer Serie. Wie kann ich durch die Macht meiner fokussierten Denkweise erfolgreich und glücklich im Leben werden? Aber vorher das Muss-Sein. Warum ist das Thema so wichtig, um erfolgreich zu sein? Erstens, Vergleichen verhindert Freude. Du sollst nicht neidisch schauen auf den alten Sack mit seiner extrem jungen Frau. Denn du weißt nicht, ob die beiden nicht eine extrem oberflächliche oder extrem schwierige Beziehung führen. Ja, muss nicht sein, frag mich. Aber das war nur ein Beispiel. Schau nicht mit Neid auf das grünere Grün in Nachbars Garten. Du weißt nicht, was so darunter vergraben liegt. Erfreu du dich an deinem Rasen und wer unvollständige Informationen hat, darf schon gar nicht vergleichen. Zweitens, Vergleich ist maßlos. Will sagen, jeder hat seine eigene einzigartige Geschichte. Warum solltest du dich an einem fremden Maßstab messen? Das ist ja erstmal gar nicht logisch, weil die Verschiedenheit der zugrunde liegenden Daten einen Vergleich ja gar nicht erlaubt. Denn jeder Mensch startet mit seinen unterschiedlichen eigenen Voraussetzungen, hat seine eigenen Talente, hat vielleicht Beziehungen oder Startkapital von Papa oder hat sich wahnsinnig verschuldet, was du nicht willst. Dein Weg, dein Zeitplan, aber auch deine Definition von Erfolg sind einzigartig. Was für andere Glück und Erfüllung bedeutet, muss es für dich noch lange nicht sein. Drittens, Vergleich führt zum Mangel. Du verbaust dir den Weg zum Glück, wenn durch den ständigen Vergleich mit anderen der falsche Eindruck aufkommt, dass es nicht genug Möglichkeiten für alle gibt. Das kann zu einem Verdrängungsdenken und einem Gefühl des Abgehängtseins führen, anstatt dass du dich darauf fokussierst, welche Chancen oder welche Vorteile es gibt einer produktiven Kooperation zwischen Menschen, zwischen Unternehmen. Viertens, Vergleich verzerrt die Wahrnehmung. Du läufst in dein Unglück, wenn du durch den ständigen Blick auf andere deine eigenen Erfolge unterbewertest. Selbst wenn du große Schritte gemacht hast, kann es sich unbedeutend anfühlen, wenn andere anscheinend schneller oder weiter sind. Merke, du kannst das ewige Rennen des Erfolgs nie gewinnen. Es wird auf der Welt
immer irgendjemanden geben, der irgendwie, irgendwo, irgendwann erfolgreicher sein wird als du. Fünftens, Vergleich führt zur Aufgabe des Ichs. Du machst dir deinen eigenen Lebenserfolg damit kaputt, wenn du dich zu stark an den Werten oder den Persönlichkeitsmerkmalen anderer orientierst und deren Wege imitierst. Das wird dazu führen, dass du dich von deinen eigenen Werten, von deinen Leidenschaften und deinem inneren Kern entfernst und ein Leben führst, das sich nicht wirklich nach deinem eigenen anfühlt. Ihr merkt schon, diese ganze Sache mit dem Vergleich ist eine vergleichsweise ungeeignete Idee, um im Leben weiterzukommen. Aber wie kommt man da raus aus der Falle? Wie löse ich mich aus dem Zwang, mich mit anderen zu vergleichen? Ratschlag 1. Definiere deine eigenen Maßstäbe. Was bedeutet Erfolg für dich? Ist es dein Umsatz, dein Gehalt, die soziale Anerkennung? Oder ist es für dich Erfolg, wenn du mit wenig Arbeit ein gutes Leben führen kannst? Oder ist es die positive Wirkung, die du mit deiner Arbeit erzielst? Definiere deine eigenen Kriterien und vergleiche dich damit, wie weit du auf deinem Weg gekommen bist. Dein To-Do? Nimm dir jetzt einen Moment Zeit und schreibe 3 Dinge auf, die für dich persönlich Erfolg bedeuten. Warte kurz, wirklich aufschreiben. Nimm dir Zeit für dein Ziel, dein eigenes Ziel. Ratschlag 2. Konzentriere dich auf deinen Fortschritt, nicht auf die Distanz zu anderen. Anstatt darauf zu schauen, wie und wo andere gerade laufen, feiere deine eigenen kleinen und großen Erfolge. Ja, wenn du dich vergleichen willst, dann bitte mit deinem Ich der Vergangenheit, nicht mit dem, was du bei anderen siehst. Dein persönliches Wachstum ist das, was zählt. Dein To-Do? Denke an eine Herausforderung, die du vor kurzem gemeistert hast. Sei stolz auf dich. Erinnere dich an dieses gute Gefühl deines Erfolgs. Ratschlag 3. Sei dir der Illusionen in den Medien bewusst. Bilder und Videos zeigen immer nur einen Ausschnitt des Lebens des anderen. Und das ist ja auch völlig normal so. Das machst du auch, wenn du zum Beispiel Fotos von deinem Urlaub zeigst. Und natürlich ist das nie die ganze Wahrheit. Also, egal was jemand von sich zeigt, von sich erzählt, erinnere dich immer daran, dass jeder seine eigenen Kämpfe hat, die natürlich im Privaten bleiben. Vergleiche deine totale Realität nicht mit ausgesuchten Realitätsschnipseln von anderen. Dein To-Do? Folge nur den Accounts und hör nur denen zu, die dich inspirieren, die dir ein gutes Gefühl oder einen fachlichen Nutzen geben. Du möchtest motiviert und nicht abgestoßen werden. Ratschlag 4. Kultiviere Dankbarkeit für das, was du hast. Anstatt dich darauf zu konzentrieren, was dir fehlt oder was andere haben, richte deinen Fokus auf die positiven Aspekte in deinem eigenen Leben. Dankbarkeit ist ein kraftvolles Mittel gegen Neid und lenk deinen Blick auf das Gute in deinem Leben. Dein To-Do? Wirklich, nimm dir jeden Abend 5 Minuten Zeit und schreibe 3 Dinge auf, für die du dankbar bist. Oder denke beim Einschlafen dran. Das verändert deine Perspektive. Ratschlag 5. Habe den Mut, authentisch zu sein. Es gibt ein sehr gutes Buch, Verletzlichkeit macht stark, von Brené Brown. Im Original Daring Greatly, also etwa der Mut, großartig zu sein. Das bedeutet, sich mit all seinen Unvollkommenheiten zu zeigen, anstatt zu versuchen, perfekt und unverwundbar zu wirken. Ich rasiere mir die Haare, anstatt da ein Toupet raufzukleben. Aber im Ernst, es geht darum, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn die Gefahr des Scheiterns oder der Ablehnung besteht. Dein To-Do? Finde deinen eigenen Weg, auch und gerade wenn er von der Norm abweicht. Ja, du wirst damit Aufmerksamkeit erregen. Komm damit klar, es ist gar nicht so schlimm, im Gegenteil, es ist großartig. Du wirst dich schnell an dein neues Leben gewöhnen, mal nicht mehr angepasst zu sein, dich frei zu machen von dieser Vergleichsfalle. Ja, das ist alles ein Prozess, aber es ist unheimlich wichtig, ihn anzufangen. Du kannst jetzt losgehen, auf deinem eigenen Weg, mit deinen Werten. Dein Weg führt dich auf deinen Horizont zu. Geh ihn in deinem eigenen Tempo und genieße jeden Schritt. Ja, und Herrgott, schau dich auch mal um.
dann wirst du feststellen, dass dein Glück, dein Erfolg nicht von dem abhängt, was andere tun, sondern von dem, was du selbst erreichst. So Leute, das war jetzt die zweite Denkweise von insgesamt 12. Den Rest siehst du, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und klick unbedingt auf die Glocke, um ja nichts zu verpassen. Und lass mir unbedingt ein Like da. Und vielleicht hast du ja auch in den Kommentaren etwas zu sagen. Damit sorgst du dafür, dass sich meine Videos weiter verbreiten. Und mir tust du damit einen Gefallen. Und wenn du jetzt richtig durchstarten willst, dann trag dich in meinen Newsletter ein. Der Link ist unten in der Beschreibung. Denn ich begleite dich auf diesem Weg, wenn du willst. Und denk daran, ich habe es geschafft. Ich fühle mich so gut wie nie zuvor in meinem Leben. Und das kannst du auch. Ich weiß das. Und du? Weißt du das auch?